Großartige Analysemöglichkeiten, das und vieles mehr zeigt euch heute Andreas in unserem neuen tollen Video. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer TradingView-Serie. Heute mit dem Thema Symbol-Infofenster. Mein Name ist Andreas von Börse und Co. und ich freue mich heute, euch dieses Thema näher bringen zu dürfen. Symbole. Ein Symbol, das sehen wir oben links, in dem Fall des GOOG oder ausgesprochen die Google-Aktie. Wir können ja hier unterschiedliche Symbole anwählen, unterschiedliche Assets. Wir haben jetzt eben die Aktie angewählt, aber Kryptos oder Rohstofffutures, Bonds wären ja ebenfalls möglich. Wie finde ich jetzt das Symbolfenster? Hier oben rechts mit einem Mausklick und dann haben wir hier die Symbolinfo. Hier können wir erstmal zu Beginn anfangen mit der Notiz hinzufügen. Ja, wenn ich eine interessante Aktie oder ein interessantes Asset gefunden habe, dann kann ich hier hingehen und kann hier eine Notiz reinschreiben. Ich habe hier bewusst hier oben meine Watchlist geöffnet, wo ebenfalls die Aktie abgelegt ist. Und wenn wir jetzt hier unten reingehen und wir schreiben hier einfach mal was rein, Test, wir sagen hinzufügen. So, dann haben wir gesehen, dass hier oben rechts ein kleines weiteres Symbol, nämlich dieser Stift, das zeigt uns also auch in unseren Watchlisten an, aha, ich habe mir hier einen Vermerk dazu gemacht, der lautet jetzt hier in dem Fall Test, also nicht wirklich aussagekräftig, aber war ja nur zu Vorführungszwecken. Wir können natürlich diese Bemerkung jederzeit ergänzen. Wir können zusätzliche Notizen hinzufügen. Ja. Wenn wir bearbeiten wollen, dann klicken wir hier drauf. Wir wollen das jetzt nicht, wir wollen sie einfach wieder entfernen. Klicken auf den Mülleimer. Wir bemerken, aha, hier oben in der Watchlist ist jetzt ebenfalls das Symbol verschwunden. Und so habe ich natürlich eine nette Funktion, mir Erkenntnisse meiner Analyse zu dokumentieren und sie anzupassen oder auch wieder zu löschen. Wir gehen raus, indem dass wir auf diesen kleinen Pfeil klicken und beschäftigen uns weiter eben mit dem Infofenster. Damit wir das besser sehen, nehmen wir das hier mit einem Linksklick. Wir ziehen das hier hoch. Die Watchlist brauchen wir jetzt mal nicht sehen. Dann haben wir hier rechts Einstellungen, die 3 kleinen Punkte. Und jetzt seht ihr, ja, ihr könnt hier also verschiedene Dinge aktivieren, euch anzeigen lassen für Vorführungszwecke. Ich habe es jetzt natürlich alle mal aktiviert. Ihr könnt euch das dann selber hinrichten, was für euch informativ ist und wo ihr sagt, nee, das interessiert mich nicht, das könnt ihr ausgeblendet lassen, ja, weil da kommt schon etliches. Wir haben hier oben also ganz normal, um was für eine Aktie dreht es sich, wo ist die gelistet, zu welchem Kurs ist die gerade am Laufen. Wir sehen, ja, sie ist jetzt im Moment vorbörslich, wo sie gehandelt wird. Denn Nasdaq öffnet etwas später, 15:30 Uhr heute Nachmittag. Wir sehen den Tagesbereich, ja, wie der Kurs geschwankt ist innerhalb des Tages. Wir sehen die 52-Wochen-Range, was war das Tief und das Hoch innerhalb der letzten 52 Wochen. Wir sehen die Nachrichten, wenn wir einmal draufklicken, dann sehen wir jetzt alle Nachrichten chronologisch zeitlich geordnet. Und wenn wir die aktuellste anschauen wollen, dann klicken wir auf die oberste einmal drauf. Wir werden hier zu der Nachrichtenseite weitergeleitet, können uns die News durchlesen. Wollen wir jetzt nicht, also schließen wir es wieder und verlassen wieder dieses Menü durch Anklicken des Pfeils. Wir schauen weiter unten. Wir sehen der nächste Geschäftsbericht in 61 Tagen. Ja, Marktkapitalisierung. Man kann das auch hier ausklappen. Also immer, wenn man so ein leicht gräuliches Fenster oder Pfeil hat, einfach draufklicken. Dann sehen wir, dann haben wir hier noch mehr Informationen. Wir sehen weiter unten die Earnings, wie sie gelaufen sind. Grüner Punkt. Aha, positiv verlaufen. Hier der schwarze Punkt mit weißem Rand zeigt die Erwartungen und die wurden in dem Fall übertroffen. Wir können hier auf weitere Informationen klicken. Ja, dann sehe ich hier die Finanzdaten. Ich mache die gleich wieder zu, denn wir werden jetzt später auf diesen Punkt genauer eingehen, denn wir können das ebenfalls hier oben abrufen. Ja, da seht ihr Finanzdaten, saisonal,
technische Daten. Wir werden auf den Punkt dann gleich separat durchgehen, wenn wir das Infofenster komplett abgearbeitet haben, denn ich denke, ich habe da noch ein oder zwei richtig interessante Information für euch. Deshalb dranbleiben lohnt sich. Was sich auch lohnt, das ist, wenn ihr unseren Kanal interessant findet, wenn ihr unseren Kanal mögt, dann bitte den Daumen hoch. Wir freuen uns da unendlich drüber. Unser Kanal wird dadurch unterstützt, natürlich auch ebenso mit mit euren Kommentaren. Wenn ihr mehr wie 7 Worte schreibt, registriert es der Algo. Das heißt, unser Kanal wird registriert, dass er mehr Aufmerksamkeit bekommt, und natürlich abonnieren. Ja, abonniert unseren Kanal, ich kann euch versprechen, es werden immer wieder mal auch Dinge kommen, mit denen ihr vielleicht nicht gerechnet habt, auch an Informationen. Ich behaupte mal, es lohnt sich. Und in diesem Sinne wollen wir auch gleich wieder weitergehen im Doing. Wir haben die Einkommensaufstellung. Wir sehen einen kurzen Überblick über die Performance von einer Woche bis hin zu einem Jahr. Der saisonale Verlauf, der natürlich, sagen wir, vor allem im Rohstoffbereich und so weiter doch sehr wichtig sein kann, aber auch bei manchen Aktien, die durchaus zyklisch reagieren. Wir haben die technischen Daten, ja, also alles, was wir hier aus dem Chart und so weiter an technischen Analysen rausziehen können über Moving Averages etc. Analystenratings, ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Das ist so der erste Überblick. Da sollte man immer tiefer reinschauen, wenn man sich da damit befassen will. Ja. Dann haben wir die ATM at the Money Strukturkurve, die Volatilitätskurve der letzten 29 Tage und zu guter Letzt das Profil. Ich kann hier auf die Website gehen. Ich habe die ISIN-Nummer oder die FIGI-Nummer, wie ich dann das dementsprechende Symbol, die dementsprechende Aktie an den Börsen finden kann. Und ganz unten eine Kurzbeschreibung, eben, was ist es für ein Unternehmen, was tun die, was machen die. Ja. So, das war so der allererste Überblick. Jetzt haben wir natürlich hier dazwischen immer wieder diese Punkte mit weiteren Informationen. Ja, die kann ich beim Scrollen abgreifen und reinklicken. Ich mache es wieder zu. Ich kann das aber auch hier oben. Und jetzt werden wir diese einzelnen Reiter mal durchgehen. Also, wir haben hier die Finanzdaten, ja, wo ich mir einen Überblick verschaffen kann, je nachdem, wie meine Recherche sich aufgliedert, was mich wirklich interessiert. In Statements, ja, da sehen wir also hier, wie sind die einzelnen Quartale verlaufen. Wir sehen hier, wie sich zum Beispiel das Gesamtkapital entwickelt hat über die einzelnen Quartale. Verschiedene Statistiken. Ich werde natürlich hier jetzt nicht im Detail eingehen, wie ich immer sage. Es lohnt sich zu stöbern. Ja, man kann dadurch sein Research im Bereich der unterschiedlichen Assets, in dem Fall Aktien, doch wirklich verfeinern und stößt immer wieder auf Punkte, wo man merkt, ja, doch, das kann meine Wahrscheinlichkeit erhöhen. Dividenden, sofern denn welche ausgeschüttet werden, Earnings nochmal separiert und Umsatzzahlen. Wir schließen, öffnen hier wieder. Wir waren bei den Finanzdaten und gehen jetzt mal auf saisonal. Es gibt, wie gesagt, doch die ein oder andere Aktie, die sich saisonal verhält, ja, also die verschiedene Zyklen und so weiter hat, die Automobiler vor allem früher, ja, da waren ja immer regelmäßige Zyklen, wenn sie investieren mussten, ihre neuen Produktlinien umgestellt haben, ja, dann ging meistens der Kurs runter und eben dann, sobald der Verkauf gestartet hat, ging der Kurs wieder nach oben. Heute ist es nicht mehr ganz so einfach. Wissen wir, Automobilsektor ist einiges los. Mal schauen, wie sich die einzelnen Unternehmen weiterentwickeln. Aber ich denke, im Bereich eben der Rohstoff-Futures etc., ja, nach wie vor. Oder wir haben ja auch im Krypto, nicht zu vergessen, ja, das Halving alle 4 Jahre etc. bei Bitcoin. Also auch ein Blick hier rein lohnt sich durchaus. Was haben wir noch? Wir gehen wieder rein. Die technischen Daten. Wenn wir einen kurzen Überblick, ja, dann sehen wir, also wir haben hier verschiedene Oszillatoren, wie ein MACD ist weitläufig bekannt, genauso wie ein Williams oder natürlich der Relative Strength Index, der abgekürzt RSI, der doch von vielen beachtet und genutzt wird.
In diesem Bereich haben wir die sogenannten Moving Averages, einfach gleitender Durchschnitt, exponentieller gleitender Durchschnitt. Ja, es wird ja nicht selten drauf geschaut, liegt der Kurs über dem 200er Moving Average oder EMA, was man zum Beispiel dann als Grundbedingung sagt, wo ich sage, so alles, was drunter ist, gehe ich gar nicht rein. Aber nochmal kein Financial Advice. Ja, werden wir auch ganz am Schluss unseren Disclaimer natürlich einblenden. Aber einfach nur zur Info, dass diese Informationen hier ebenfalls aufgelistet sind, ohne dass ich jetzt selber ein EMA oder was vielleicht im Chart eingeblendet habe. Hier weiter unten, deshalb das Scrollen nicht vergessen. Ja, hier unten haben wir wichtige Pivotpunkte, zum Beispiel nach Fibonacci oder Woody. Auch da schaut's euch an, geht's durch. Was empfindet ihr für euch, für eure persönliche Recherche als wichtig? Was haben wir noch? Wir haben die Prognose. So, und jetzt sind wir genau bei einem Feld, wo ich gesagt habe, da will ich mal ganz kurz drauf eingehen. Analystenratings. Ihr seht hier, die Aktie wurde von mehreren Häusern eben geratet. Es wurden Prognosen und so weiter erstellt. Ja, jetzt sehen wir hier, naja, die Leute erwarten hier, wenn es schlecht läuft, ja, dann das ist maximal bis 160 und im aller positivsten Fall bis 250. Nochmal kein Financial Advice. Bitte geht nicht hin und tradet nach sowas. Ja. Und auch wenn ihr schaut, ganz hier unten steht immer und immer wieder, seien Sie gewarnt. Diese Angaben sind keine Empfehlung, was Sie persönlich tun sollten. Also verstehen Sie die Information bitte nicht als Anlageberatung wie bei jedem Trade. Ja, look first. Ja, man sollte sich tiefer damit auseinandersetzen. Deshalb. Ich sage immer, ein guter Trade hat für mich mindestens 5 Punkte, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dieser Trade im Vorfeld im Gewinn landet. Ja. Ich kann solche Analystenratings mit hinzuziehen, dann ist es aber maximal ein Punkt. Also deshalb, ich bin fest der Meinung, man kann es hinzuziehen, um seine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ja, ob etwas einen Gewinn erwirtschaften kann oder nicht, ob ein Trade besser laufen kann oder nicht. Aber wenn, dann ist es allenfalls ein einziger Punkt. Ja, wie ich gesagt habe, mindestens 5 sollte man haben, meines Erachtens, bevor man wirklich einen Trade eingeht. Aber hier seht ihr eben, wie sind diese Ratings momentan aufgestellt. Ähm, Da nutze ich zum Beispiel dann noch andere Informationstools, wo ich dann auch wissen will, okay, wer hat denn überhaupt das hier bewertet? Ja? Aber so seht ihr diese Tacho-Anzeige, ja, starker Kauf, was natürlich immer dann sehr stark anregt, da reinzugehen. Nein, haltet den Ball flach. Glaubt mir, das ist nur ein kleiner Hinweis und der wird bei mir zum Beispiel nicht so stark gewichtet. Aber wie gesagt, hier seht ihr dann den Überblick darüber und damit wollen wir es auch erstmal belassen. Was haben wir noch zu guter Letzt? Dann haben wir noch die Option. Ja, also hier könnt ihr auch nochmal, habt ihr eine kleine Optionsübersicht mit den unterschiedlichen Laufzeiten der Kette, Bid, Ask, Puts und Calls, wo ihr dann eben anwählen könnt. Ja, und ihr kriegt es eben dann grafisch dargestellt. Was ist denn das wieder? Sag mal. Aber am Schluss haben wir es dann doch noch hinbekommen. So, ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich heute das ein oder andere Mal doch ein bisschen öfters gewarnt habe. Aber ich finde es einfach, ich finde es wirklich essentiell, dass man sich einfach mit den Werten, die man handeln will, wo man sich dafür interessiert, dass man da doch ein bisschen weiter in die Tiefe geht und einfach mehrere Punkte sich erarbeitet. Ja, warum gehe ich da rein? Was spricht alles dafür, das eventuell sich ins Depot zu legen? Und da ist dieses Infofenster, dieses Symbol-Infofenster doch schon mal eine sehr gute Hilfe. Nicht als Alleinstellungsmerkmal, aber doch mit vielen unterschiedlichen Informationen. So, und damit meine nachdrücklichen Warnung auch nochmal eben, dass die nochmal unterstützt wird, wird jetzt immer am Ende eben auch der Disclaimer kommen, der euch als Hinweis dienen soll. Ja, alles, was ihr hier seht, was ihr hört und alles beruht ausschließlich auf meiner oder unserer subjektiven Erfahrung, unserer subjektiven Einschätzung. Geht nicht hin, nehmt es als Anlageberatung oder dergleichen, sondern führt eure Recherchen etc. alles selbst durch, macht euch ein eigenes Bild. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, coole Trades und bis zum nächsten Mal. Tschö.